Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute haben wir für euch von AceBeam die L19 Long Range Hunting Flashlight. Mit eines unserer ersten Videos, wenn nicht sogar das erste Video auf unserem YouTube-Kanal, war der Vergleich zwischen der Olight und der AceBeam X70 mit 60.000 Lumen. Das waren halt richtig große Klopper mit einem ordentlichen Beamshot, super Suchscheinwerfer, super Strahler, aber natürlich auch entsprechend ein Riesenpaket. Wir haben jetzt hier die L19 von AceBeam bekommen. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, wie sie es machen, aber das ist wirklich auch in diesem Format ein Suchscheinwerfer, ein Strahler für wirklich extrem hohe Reichweiten, extrem konzentrierter Strahl und vor allem auch in Deutschland problemlos nutzbar, da hier keine LEP-Technologie verwendet wird. LEP steht für Laser Excited Phosphor. Das bedeutet, da ist ein Laser mit eingebaut, der dann zwar nicht rausstrahlt, aber entsprechend dann den Strahl so bündelt, dass der auch sehr, sehr kompakt und ja, gebündelt im Ziel ankommt. Da hat man meistens dann Laser größer Klasse 1 und das ist natürlich in Deutschland nicht erlaubt, die zu nutzen. Das ist immer so eine Grauzone, weil der Laser ja eigentlich nicht die LED verlässt. Das Problem hat man hier auf jeden Fall nicht. Hier habt ihr auf LED-Technologie einen super gebündelten Strahl, eine extrem hohe Reichweite. Sehr, sehr geil, das ganze System. Einmal kurz die Spezifikationen für euch. Die Lampe hat 281 Gramm Gewicht mit Akku nachgewogen. Wir haben eine Gesamtlänge von 163 mm. Der Kopf hat 60 mm Umfang und der Körper 25,4 mm. Verwendet wird ein 21700 Akku mit 5100 mAh. Geladen wird der Akku direkt über einen USB-C-Anschluss. Gehen wir erstmal bei der L19 über die Haptik und über die Verarbeitung. Wie bei AceBeam gewohnt haben wir hier eine sehr hochwertige Verarbeitung, schwarzes Aluminiumgehäuse, vorne eine silberne Bezel. Von der Größe her ist die Lampe vergleichbar mit einer taktischen Lampe, mit einer ganz normalen EDC-taktischen Lampe, außer natürlich, dass sie einen großen Kopf hat, braucht sie natürlich auch bei der Reichweite. Die Gewinde laufen alle sauber, überall sind wasserdichte oder beziehungsweise Gummis für die Wasserdichtigkeit eingesetzt. Wir haben hier nochmal so einen Combat-Ring, Zigarrenring, dass ich die Lampe nochmal schön mit den Fingern greifen kann. Und der Akku ist entsprechend auch doppelt gelagert. Das heißt, ich habe sowohl eine Feder hier als auch im Endkopf. Das heißt, auch wenn die Lampe mal herunterfallen sollte, hat man nicht das Risiko, dass die Lampe dann, dass der Akku die Elektronik zerstört. Was hier noch ganz cool ist bei dem Akku, der hat eine Ladefunktion mit integriert im Akku selbst. USB-C habe ich ja schon erwähnt. Kabel dazu ist mit dabei, wird dann hier am Lampenkopf angeschlossen. Und der Ladestecker ist USB logischerweise. Da ist jetzt aber nochmal ein USB-Ausgang mit dabei. Das heißt, ihr könnt entweder natürlich, wenn ihr das am Computer ladet oder sonst irgendwie noch ein zweites Gerät mitladen oder aber ja, eine Brückenfunktion nutzen. Oder, was ihr auch machen könnt, ist, ihr könnt euer Smartphone dann mit diesem Akku laden. Dann ist es quasi eine kleine Powerbank. Könnt ihr hier einfach anschließen, entsprechend. Und ihr seht, es wird geladen. Sehr, sehr coole Geschichte. Also diese Kombination ist auch nicht unbedingt gewöhnlich, dass das bei einer Lampe gleich mit dabei ist. So ein Feature finden wir sehr, sehr cool. Was ist noch im Lieferumfang enthalten? Ihr habt ein einfaches Cordura-Holster mit einem Klettverschluss. Da kann die Lampe dann mit dem Hinterteil zuerst eingeschoben werden und entsprechend ist der Lampenkopf gut geschützt. Das Ganze lässt sich dann hier am Gürtel tragen oder aber auch hier in Molleschlaufen einschlaufen, zusätzlich nochmal oben ein D-Ring. Ist ein bisschen fummelig, die rauszubekommen, weil unten die Öffnung mit dem Combat-Ring, ja, ich denke, am Gürtel wird es vielleicht besser gehen, aber ist ja wie gesagt nur eine Standardtasche. Dann haben wir eine Anleitung mit dabei, ein Lanyard mit einer verstellbaren Größe.
das Ladekabel, was ich schon gezeigt habe, und dann ein Zubehörbeutelchen. Hierin findet ihr nochmal eine zweite Endkappe und 2 Dichtungsringe, um entsprechend bei Bedarf austauschen zu können. Wenn eine zweite Endkappe mit dabei ist, das ist wirklich eine coole Sache. Ihr wisst vielleicht von meiner Taschenlampe, die trage ich ja täglich, und da ist der Endkappenschalter schon des Öfteren defekt gegangen oder kaputt gegangen, Gummi gerissen. Von daher hat man hier einen Austausch gleich mit dabei. Ich glaube aber allerdings nicht, dass bei dieser Lampe das benötigt wird, weil hier haben wir die Endkappe nochmal mit 3 Erhebungen geschützt. Das heißt, sie ist nicht so exponiert. Man kommt natürlich trotzdem mit den Fingern gut rein und hat natürlich dann auch noch den Vorteil, dass die Lampe auf dem Hinterteil stehen kann. Gehen wir einmal kurz über die Leuchtmodi. Die L19 kommt mit ganzen 7 Modi um die Ecke, das finden wir ganz cool. Andere Hersteller bieten euch maximal 3 bis 4 Leuchtmodi, und bei einer Taschenlampe, die für den jagdlichen Bereich auch beworben wird, sind so ein paar spezielle Modi nochmal eine ganz coole Geschichte. Verwendet wird hier eine PM1 LED. Wir starten mit dem ersten Modi, das ist der Moonlight-Modus. Der hat 1 Lumen und der hält 94 Tage. Reichweite ist hier keine angegeben worden vom Hersteller, ist natürlich auch bei 1 Lumen uninteressant. Da geht es ja nur darum, dass wir einfach nur mal so ein bisschen Licht haben, um uns mal kurz zu orientieren, um was nachzulesen. Und genau dafür ist der Modus perfekt. Der nächste Modus ist der Low-Modus. Hier haben wir 60 Lumen für 47 Stunden mit einer Reichweite von ca. 230 Metern. Weiter geht's mit dem Medium 1 Modus. Hier habt ihr 220 Lumen für 12 Stunden mit einer Reichweite von ca. 430 Metern. Vom Medium 1 geht es in den Medium 2 Modus. Hier habt ihr 470 Lumen für 5 Stunden mit einer Reichweite von ca. 600 Metern. Vom Medium 2 geht es in den High-Modus mit 870 Lumen mit einer Laufleistung von 2 Stunden 15 und ungefähr einer Reichweite von 840 Metern. Vom High-Modus geht es in den Turbo-Modus mit 1650 Lumen, einer Laufleistung von ca. einer Stunde, ein bisschen mehr, und einer maximalen Reichweite von bis zu 1300 Metern. Man kann das sehr, sehr schwer mit der Kamera darstellen, die weite Entfernung euch zu zeigen, zumal man natürlich auf so eine Entfernung auch mit dem bloßen Auge nichts mehr erkennt. Ja? Das heißt, ihr bräuchtet eigentlich irgendwie ein Fernglas oder ein Zielfernrohr, um das zu sehen, aber man hat hier wirklich einen super gebündelten, weiten Strahl. Wir haben jetzt hier im Studio natürlich auch ein bisschen Nebel produziert, um den Strahl sichtbar zu machen. In der freien Natur hat man normalerweise ja keinen Nebel. Wir haben jetzt hier, wie ihr sehen könnt, eine sternklare Nacht. Aber trotzdem sind in der Luft natürlich viele Schwebteilchen und da sieht man den Strahl trotzdem relativ gut. Wenn ihr irgendwas ausmachen wollt auf eine große Distanz, ist natürlich immer die Sache, kann ich das überhaupt mit dem bloßen Auge sehen? Und als Tipp auch, wenn ihr direkt hinter der Lampe guckt, dann seht ihr natürlich diese ganzen Schwebteilchen im Strahl. Das heißt, am besten, ihr nehmt die Lampe hoch, um dann entsprechend so euer Ziel anzuleuchten. Dann seht ihr das besser, oder auch hier zur Seite. Also einfach den Winkel vom Blickpunkt und dem Anstrahlpunkt ein bisschen verändern. Im Betrieb habt ihr eine Arbeits-LED hier noch an der Seite verbaut. Hier seht ihr eine grüne Lampe leuchten, bedeutet, die Lampe ist eingeschaltet. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ich im Moonlight-Modus unterwegs bin und das vielleicht nicht unbedingt sehe, weil das Licht wirklich minimal ist mit 1 Lumen, habe ich hier immer eine LED, die mir anzeigt, dass die Lampe eingeschaltet ist. Und die ist auch gleichzeitig noch der Zustandsmelder für den Akku. Ist die LED grün, habt ihr mehr als 30% Akkuleistung. Ist die LED rot, habt ihr zwischen 30 und 10% Akkuleistung. Blinkt die LED rot, habt ihr unter 10% Akkuleistung. Dann gehen wir einmal kurz über die Bedienelemente. Wir haben einen Heckschalter und einen vorderen Schalter. Der Heckschalter liefert euch immer entweder Turbo mit Momentlicht, wenn ich ihn halb durchdrücke, und wenn ich ihn voll durchdrücke, natürlich auch Turbo und auch die volle Leistung. Alle anderen Lichtmodi werden hier über den vorderen Schalter bedient, wie ich es eben auch schon gezeigt habe. Durch das kurze Einschalten und gedrückt halten komme ich in den Moonlight-Modus. Und dann, wenn ich dann wieder den Knopf gedrückt halte, schaltet die Lampe durch alle Modi durch. Und immer wieder in der Reihenfolge. Da ist nur wichtig zu beachten, wenn die Lampe einmal eingeschaltet ist, ist der Moonlight-Modus nicht mehr im Tonus mit drin. Das heißt, sie schaltet im Moonlight-Modus an und dann kommen immer die Low, Medium, Medium, High Modi hinterher. Den Turbo habe ich hier in dieser Rotation auch nicht mit drin. Den kriege ich aber entweder halt über den Heckschalter oder mit einem Doppelklick über den vorderen Schalter.
Der vordere Schalter hat auch ein Memory, eine Speicherfunktion. Das heißt, in dem Moment, wenn ich die Lampe jetzt ausschalte und sie wieder einschalte, geht sie im letzten Modus an. Das heißt, den kann ich natürlich auch mit dem Turbo dann aushebeln. Das heißt, jetzt habe ich meinen Turbo-Modus mit einem Doppelklick eingeschaltet, schalte die Lampe aus und dann kommt sie trotzdem nicht mehr im Turbo-Modus, sondern in dem anderen Modus wieder. Wenn ihr noch Stroboskop haben wollt, dann habt ihr hier vorne die Möglichkeit, mit einem Triple-Klick den Stroboskop zu produzieren. Wie gesagt, 3-mal klicken und dann ist da der Strobo da. Das ist jetzt was, wo ich sage, für eine taktische Lampe ein bisschen zu viel denken. 3-mal klicken ist vielleicht ein bisschen viel, aber da die Taschenlampe ja hauptsächlich für den jagdlichen Einsatz konzipiert ist, finde ich das völlig in Ordnung. Es ist ein Stroboskop mit dabei und da kann man ruhig auch mal dann 3-mal drücken. Ja. Natürlich habt ihr bei so einer Lampe auch noch mal einen Lock-Modus. Dazu schaltet ihr die Lampe einfach aus, haltet den Einschalter für 5 Sekunden gedrückt, dann fängt die LED an grün-rot zu blinken und jetzt ist weder der Heckschalter noch der vordere Schalter nutzbar. Ihr seht dann auch immer kurz rotes und grünes Licht hier vorne aufflashen. Das heißt, Lampe ist momentan nicht benutzbar. Entsperren wieder genauso, 5 Sekunden gedrückt halten und dann ist die Lampe auch wieder entsperrt. Noch ein Satz zur taktischen bzw. zur jagdlichen Nutzung eher. Bei einer Jagdtaschenlampe, ihr wisst es selber, wenn ihr auf die Jagd geht oder Jäger seid, sowas hier ist verräterisch. Das will kein Mensch haben bei einer jagdlichen Lampe. Hier hat man natürlich den Heckschalter für den Turbo und für die maximale Reichweite und die andere Bedienung läuft hier vorne und die ist, wie ihr hören könnt, die ist sehr, sehr leise. Also nicht so dieses deutliche, sondern hier habt ihr wirklich nochmal die Bedienmöglichkeit darüber und da kriegt ihr auch alle Helligkeitsstufen hin, inklusive dem Turbo mit dem Doppelklick. Also von daher durchaus auch jagdlich nutzbar. Das nicht. Das schon. Dazu muss man natürlich sagen, ich habe es jetzt ja extra hier vor das Mikrofon gehalten, damit das auch entsprechend die Lautstärke mal aufzeichnet. Aber wenn ich jetzt hier arbeite, ist es natürlich deutlich leiser. Die L19 wird mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 5 Metern angegeben. Das können wir jetzt hier natürlich nicht darstellen, aber wir machen zumindest mal einen kurzen Dichtigkeitstest. Also ich würde sagen, Lampe funktioniert auch unter Wasser einwandfrei und lässt sich auch bedienen. Unser Fazit zur L19 Long Range Hunting Flashlight. Wir finden, das ist eine sehr gut durchdachte und vor allem top verarbeitete Lampe, die einen maximal geilen Beam hat, vor allem wenn man bedenkt, wie klein und leicht diese Lampe ist. Ja? 280 Gramm gerade mal. Und trotzdem diesen ultra gebündelten langen Strahl, das schaffen normalerweise nur LED-Lampen. Von daher L19, klare Empfehlung von unserer Seite. Ihr bekommt die AceBeam L19 überall dort, wo man AceBeam-Lampen kaufen kann. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zu dieser Lampe? Nutzt ihr sie selber oder andere Lampen von AceBeam? Schreibt es uns in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und die Glocke klicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.